Hello there. Hello there. Hello there.
Hello there. Hello there. Hello there. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich mich zeigen soll. Ich muss zugeben, ich bin noch so ein bisschen schüchtern. Ich bin noch ein bisschen sehr schüchtern. Ja, also ich würde mich mal zeigen, dann, wenn jemand was dagegen hat. Natürlich nur. Also. Ja. Hello there. Hi. Oh Gott, meine Haare sehen absolut grausig aus, ne? Absolut grausig. Sheesh. Was geht? Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen
zu einem neuen Livestream hier auf meinem Channel. Ja, das ist eine Sache. Hi, na? Wir haben Montagabend und ich habe absolut keinen Plan, was wir heute tun werden. Ja. Ja. Wollen wir dann wieder gehen, oder? Nein, Spaß. So, Deli. Wir wollen heute, wie gesagt, kein Plan, was wir machen. Ich habe auch, ehrlich gesagt, nichts an sich im Kopf. Und ich weiß, dass es bei euch nicht so beliebt ist. Aber ich würde ganz gerne das neue Nukes Top 5 Video gucken. Und da hätte ich ohne Bock drauf. Ja, ich weiß, dass ihr das nicht fühlt. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber dann können wir ja vielleicht einfach sagen, dass es das letzte Mal ist, dass wir das heute gucken. Und alles, was danach kommt, schaue ich dann alleine und reacte nicht mehr drauf. Guten Abend, Blue Fighter. Ja. Also das wäre zumindest so meine Idee, die ich an der Stelle so hätte. Genau. Also das wäre halt so mein Wunsch, ne? Entsprechend, ja. Das würde ich gern machen. Und ansonsten, ja, habe ich Retalk keine Ahnung, was wir machen können. Also wir können halt auch Mario Kart spielen, vielleicht mal wieder. Wir könnten mal mit Crash Bandicoot 2 anfangen. Keine Ahnung. Aber ja, ich würde auf jeden Fall gerne erstmal das neue Nuke-Video gucken. Und damit dann die Nukes Top 5 Reactions abschließen. Also dass das jetzt das letzte Mal ist, dass wir Nukes Top 5 gucken. Ich weiß, dass ihr das nicht fühlt. Genau. Also das ist, wie gesagt, meine Idee, die ich habe. Und ja, ich würde sagen, bevor wir noch länger rumtrödeln und Zeit verlieren, machen wir das. Machen wir das doch. Und gehen hier rüber in diese Scene, die tatsächlich noch nicht ganz 100% gut aussieht. So, warte. So ist besser. So ist's besser. Aber hier die Eigenschaften noch. So. So. Ja. Fangen wir an, Friends. Top 10 Scary Ghost Videos to make you cry like a little baby. Man kennt's natürlich. Moin, Tobi. Man kennt's natürlich, gell? Dementsprechend müssen wir wegen Sound gucken.
Bucksgrave Road. Friends David and Dell from the YouTube channel Signs and Signals are driving down a creepy back road called Bucksgrave Road in Carlisle. Okay, das sollte passen. Ist für mich noch ein Ticken lauter. Ich glaube, der meint mich in dem Titel. Could be. South Carolina. David and Dell say that when they were kids, they Aber witnessed some sogar very runter tun. strange things out on Bucksgrave Road, such as odd Da, die letzte animal Nukes lights Reaction. and orbs. So, while driving down the narrow dirt road, shooting some B-roll for their video in the car, they experienced something absolutely unnerving. Wie gesagt, finde schade, dass ihr die nicht fühlt, weil ich fühle die übel. Aber ja, da ich euch nichts aufzwingen will. Wie gesagt, die letzte Nuke-Reaction. Und ich werde mal ganz kurz noch den Shit hier runterschieben. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, ich schiebe das sogar hier rüber. Ja. So, Dali. Jetzt sollte es passen. Die die Thumbs sind bei dem immer creepy, ja. Das ist ja auch ein Gruselkanal, I guess. Weil sie sind meistens übertrieben. Okay, das sieht super mies aus. Ich pack mich doch hier rüber. Ich bin unschlüssig. I'm sorry. Ich bin unschlüssig. So, jetzt. Finally. Das ist richtig, Tobi. Ui, da ist was. Also schon einfach ein Typ. Ain't nobody supposed to be out here? Oh, that just walked in the woods. Einfach irgendein Creep mit einer Taschenlampe. Wow. Where's the headlamp at? The headlamp should be right there. Like he stopped. Did you turn off the light? Wow. Can you see in there? No, I can't see. I'm zoomed in. I can't hardly see. Zoom in, don't zoom in, don't zoom in. It ain't gonna help, it ain't gonna help. What the Erstmal vorspulen, gar kein Bock. Kommt gleich noch. What the f are you doing? The content play. What the f are you talking about? Jumpscare von rechts. Safe. David, what the hell are you doing? Der hat im Normalfall keine Jumpscares. Hello? Der Bro. I already tried that. He don't want none. I'm trying to hear. You dumb motherfucker. Okay, come on. This is some dumb This ain't Ehre. what we Ja, supposed Mann. to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Ja, so viel zum Thema keine Jumpscares, ne? To this day, David and Dell say that they have no idea who Ja, or das what ist ja the fake. creepy stranger could have been. And paranormal or not, they claim that they have never been so scared in all their life. Ja, okay, aber das ist ja So, fake. Did they encounter some creep in the remote woods? Or is it Wow. all just an elaborate hoax? Ja, das ist halt fake. You can watch this entire video and many more spooky Na. moments over on their YouTube channel, Signs and Signals. Das ist halt fake. Neighborhood It's me safe. Watch. Sarah Marie and her husband Bobby are Also ist having alles an fake, afternoon aber get-together ja, with some das ist ganz friends besonders. at their home in Florida. Geist mit Suddenly, Taschenlampe. they spot something Safe. very odd at the neighbor's house across the road. Comes back the other way. Why? It looks like somebody's peeking through that window, the one that's open. Y'all recording? Yes! Yes! Look. There's nobody in that house. There's nobody at all. Nobody. That house. know they can Okay, da ist jemand bei der Tür umgeschlichen. A
a strange shadow can be seen quickly moving back and forth in Sarah's neighbor's wow. home, freaking out everyone and even seeming to upset their 2 puppies. Okay, wow. There's nobody in that house. There's nobody at all. Sarah explains online that the home belongs to an older woman whose son, sadly, had passed away. Worried about the older woman's safety, Sarah calls her neighbor, but the woman says, I'm not even at home right now. So who or what could this be? I leave it up to you to decide. Ui. The ghostly guest. Over on the Japanese YouTube page Kuroshiro channel, an anonymous paranormal investigator, Shiro, who always wears a mask, sets out to investigate an allegedly haunted hotel room somewhere in Japan. The investigator says that recently a man's life was taken in an extremely violent and barbaric way in one of the hotel rooms. Since then, the room is said to be haunted. Shiro plans to spend the night to investigate. So Shiro sets up a few static cameras and a motion and voice activated toy dog. But during the investigation, the motion sensing toy begins to act very strangely. 何の音？え？いやいやいや、それはないわ。どうした？おい、え？何これ？ Okay. 壊れてんだけど、マジで。待って、落ち着いて。 Okay, das Ding bemerkt Bewegung und dann bewegt sich das selbst, oder? Ah ja. Das könnte halt kaputt sein. あ、おかしいだろ、マジで。これやばいな。 Und es spricht einem nach. 本当にさ。 A little shaken up, Shiro resets the toy dog and continues to investigate. What happens next is absolutely terrifying. Oh je. え、どんってなった。え、ちょっと待って。 Jetzt guckt da jemand durch die Tür. 今動いてたよね。 Okay, er hat sich bewegt. さっきより開いてない？この音だった。 Das ist sein Schatten da übrigens, ne? Dass wir das mal imagine. Das ist der Schatten von so einem Geist. Ach, danke fürs Licht, Mann. Jetzt bin ich geblendet. Bro, mach Licht. Mach nicht diesen. Was war da? Ich hab's nicht gesehen. Diese Geistervideos sind immer gleich aufgebaut, ne? 待って、今めっちゃ人いたんだけど。もう影見えた。 Als ob. 映ったかな？ Ich hab da nichts gesehen. Eh, てかこれいつ消えた？ Oh oh. Wow. Eine japanische Toilette. Oh nein, jetzt hinter ihm In the jemand corner of ist. his eye, Shiro sees the hallway door slowly open by itself. But when he goes to check, there's no one there. When he turns back toward the hallway, a frightening dark figure can be seen standing right in front of him. Shiro recoils in shock, tripping over his own feet. He quickly grabs his camera and gets back up, but the figure has just disappeared. Shiro believes that he might have captured the angry spirit of the man whose life was taken in the hotel room. But some of Shiro's viewers think that the apparition looks more like a woman, perhaps even the vicious entity responsible for the man's death.
But what do you think? You can watch Shiro's entire investigation over on his YouTube, Kuroshiro channel. Da kennst du halt kaum was, Before ne? we move on to the next video, if you see anything, lights out. Oh. Unfortunately, there Ist is Lights Out very nicht ein little Horrorfilm? information available on these next videos. The clips were recorded by a group of friends exploring an abandoned building somewhere in Kazakhstan. But what they captured Kasachstan. is truly bizarre. Опять убери надолго. Если я купить солю, я вас нагну. Он двигается. Der ist im Fenster. Санька? Саживайся, дорогой. Может быть, это игра в цвет. Вау. Сейчас может просто все решится. Давай, убирай. Нихуя нет. Смотри, еще раз надо. Убирай теперь. Nичего нету. Астафрулlah. Würdest du gerne, was in dem Kommentar da oben steht? Ich ehrlich bin. Sie lachen noch. Sie lachen noch. A dark shape-shifting figure can be seen in an upstairs window. But what makes this footage so creepy is that the apparition only appears when they turn away their flashlight. When the group heads inside and upstairs to investigate, they find nothing there. The guys seem skeptical and just kinda laugh off the creepy experience, even though they can't explain it. But who or what is this? Let me know what you think. The Cumberland Gap Inn. Was glaubt ihr, was das ist? Nein, Spaß. The historic Cumberland Gap Inn in Tennessee is said to be extremely haunted, with hotel guests reporting many strange and unexplainable experiences. Lonnie and Neil from the paranormal investigation team Tri-State Paranormal Investigators decide to spend the night in one of the inn's most haunted rooms in the hopes of capturing anything supernatural. And they do. Shortly after setting up 2 static cameras, they capture something on video that is right out of a horror movie. Boah. Die Matratze bewegt sich. Wake up. Wake up. Seems like the bed moved again. Change the water to turn off it, turn off. Die Untertitel sind so messed up, Something ne? invisible seems to sit down on the edge of the bed right in front of Neil. Shocked by what he just witnessed, he calls out to his team member who quickly joins him. Now, after several attempts at trying to debunk what they've captured, Neil and Lonnie have no idea how the mattress could have sunk down in such a way, especially since it would require a great deal of force on the bed. So could this be paranormal evidence that the Cumberland Gap Inn is haunted? You decide. Guardian Angel. Only a few months ago, TikTok user Tana Witt went through a devastating tragedy when her brother suddenly and without warning passed away. Tana's brother was incredibly close to her family, including her 2-year-old daughter, Evelyn. One night, Tana and her daughter are home alone when something happens that shocks Tana to her core. Nein. Who are you talking to? Boah, mit Kindern ist das creepy. Mit Kindern ist das creepy.
talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn seems to be talking to someone that we can't see. And creepiest of all, a whispering male voice can be heard that seems to say, Uncle. Who are you talking to? Ja, Even I don't stranger, know. baby Evelyn seems to have heard the voice as she happily shouts, Uncle, over and over. Who are you talking to? Boah, aber das ist echt creepy. Und irgendwie auch traurig. I don't know. Tana believes that without a doubt her 2-year-old daughter is speaking with her deceased brother, and that Evelyn is being looked after by her loving uncle from the other side. The Tainted Temple. Das ist so Popular traurig urban irgendwie. explorer Chris from the YouTube channel Urbex Hill sets out to explore the Aber abandoned es wäre schön, wenn Masonic das temple stimmt. in Cleveland, Ohio. The temple was built in 1916 by Freemasons, a secret society that is shrouded in mystery. Freemason members have included politicians, scientists, writers, and many of the world's cultural elite. Throughout the many years, it has been said that the Freemasons hold secret meetings and perform strange cryptic rituals. Some have even made wild claims that certain Masonic rites and ceremonies include a sacrifice. The Cleveland Masonic Temple shut down in 1969 and has been left to rot for over 50 years. Chris attempts to record and capture the architectural beauty found inside the building before it's gone forever. But he quickly realizes that he might have made a terrible mistake. Oh oh. Immer wenn es um Kult geht, dann zieht sie mir alles zusammen. Something touched me, I swear to God. Ich finde so I swear to God. Kult Something just touched my bag. Stuff I don't know if it was my book bag, flop, so widerlich, ne? on my back or what. It scared the out of me, I swear to God. Es ist so verdammt widerlich. And there's no water drips. Und zwar alles, was mit irgendwie Oh, that scared the sowas zu tun hat. Okay. Let me calm down. Ist einfach freaking Chris says he widerlich. feels like something is touching his back, but there's nothing there. After collecting himself, he continues to scout through the abandoned building. And this is when things get weird. Weird. Applaus. Door just closed. What the hell no. Oh Gott. Oh, scheiße. Das war eventuell ein Fehler. Wartet geschwind. Ja, weil jetzt nicht der Chat weg ist. Did you see it? Right before the door slams shut, a creepy face can be seen quickly moving back Oh, behind the was? door. I. But when Chris opens it, it's clear that there would have been no room for anyone to stand there behind the door. I. And the room is empty. Chris is shook, but he continues on. Later, just before he leaves to go home, Chris goes back to check the mysterious door one last time. And he captures something truly bizarre. Muss mich kurz mal eben retten. Wartet mal.
cannot remember closing this door. Hold up. It's when I left this. Did I close this door? I cannot remember. See, this is getting creepy, man. For real. I can't even open the door. What the hell? Hello? Ah, das Face war widerlich gerade. Das war richtig widerlich. Right after Chris says hello, a faint voice can be heard saying yes. Hello? 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 So just what do you think is going on at the abandoned Masonic temple? And is it possible that strange Masonic rituals led to the lingering supernatural activity? You can watch this entire exploration and decide for yourself over on Chris's YouTube channel, Urbex Hill. Keep a knocking. TikTok user Maru75 from Germany claims that one night he heard some very odd sounds coming from his living room. When he goes to check it out, things take a terrifying turn. Hey Leute, warte mal, war das Deutsch? Ja, lol. Achtet auf Fenstertür. Ist da was hinter ihm? Safe, oder? Okay, hi! Der ist einfach Deutscher. Maru hears knocking from the glass back door, but as he looks, he spots some dark figure moving behind him in the reflection. He spins around, but there's no one there. He turns back toward the door, and the figure is gone, and the door has mysteriously opened by itself. So, is it real? Or is it just very clever video editing? As always, I leave that up to you to decide. Three's a crowd. Now, this next creepy occurrence was captured by 3 different paranormal investigators on the exact same night. John from the YouTube channel Exploration Unknown, Tim from the YouTube channel Breaking the Shell, and Josh from the channel Southern Afterlife. The 3 guys are all investigating an abandoned farmhouse in Kodak, Tennessee, called the Kelly House. The house is now part of a large wooded area designated as a bird sanctuary, but that wasn't always the case. The Kelly House was built sometime in the late 1800s and bought by the Kelly family in 1917. Now, honestly, not much is known about the history of the house, but many visitors claim to have heard strange, unexplained footsteps and voices inside the home. Das gehörte wirklich der Kelly Some have Family. seen eerie shadow figures, and scariest of all, multiple people claim to have seen the eerie apparition of an old farmer wandering the property. So, the 3 ghost hunters decide to spend the night in the old abandoned Kelly house to see if the spooky stories are true. All 3 of the ghost hunters are recording, all at the same time. Now Josh hasn't been here, so he's gonna go in first this time. Okay, das ist sehr gut gemacht. Look, guys, you're watching yourselves. Hey. Wow. Wow. Not long into their Wow, investigation, wow. the 3 guys are recording when John captures something downright chilling. Alright guys, so I got Downright chilling. set up. So if Servus, anything comes Tobi. near that, it'll go off. And this is the new box. Lebst du I noch? saw it in the last video. I don't have a name for it, but it combines an EM pump, ambient temperature readout, and it also acts as an echo box. So if you can come up with a cool name, drop that in the comments. But we'll be using that later. What he said. Pretty cool. Hey guys, they're setting that up, but I'm Can't wait to see what this house Das ist interessant. has to say. see the little Wir können auch gern gleich noch eins gucken. Ich habe nichts gegen. that's next to it. It's Kann ja auch der bright. letzte Nukes Top 5 React Stream sein. Wow, that is beautiful. Oh, somebody's coming out. No, it's Tim. I mean, Oh, you ruined my moonshot, bro. Oh man, I already So got weird. it. you get that moon bow?
falls du Bock It's hast. beautiful, man. Okay. All right, guys. We've got the K2 meter over here in this window. We're getting things set up. All right. Da oben läuft was rum. And then in here, Da oben lief was rum. we got Josh on the porch. Entweder das war einer von denen oder so ein All Geist. three investigators can be seen on video at this time. Josh is on the porch, Tim is outside in the field, and John is strolling through the house. No one else is there with them, but John accidentally captures an unknown fourth figure. Someone or something walking Ja. on the landing up on the second floor. Ja, da lief was Now, lang. John didn't even notice this bizarre shape at the time. He only saw it later when he watched his footage back for editing. But that's not all. Because while Tim is outside in the field looking at the house from far away, he too captures something on the second floor. Vielleicht machen wir doch weiter und schauen die neuesten Videos dann auch trotzdem noch immer. Ganz ehrlich, Now let's go in. ich finde das Tim cool. also sees a dark shape that appears to be wandering the second floor. Josh, who's outside on the porch, eventually decides to go back inside after hearing some strange noises. And he also captures, well, just watch closely. There's none out here. Tim's out there. Oh, ich habe irgendwie Angst. Nobody out here. Except for Tim. He's down at the end of the yard. Ich watche nicht closely. There's nobody out there, man. No. Except for Tim out there. Where's he at? He's out in the corner of the yard. Oh yeah, I saw his eye out there. Ich habe nichts Did you gesehen. see it? At the top of the staircase in a room to the left, again something dark appears to be watching and then slowly ducks out of sight. With three separate and distinct captures of a shadow figure and all three investigators accounted for on gut. camera, could it be that the historic Kelly house is haunted? As always, Vielleicht haben die da einfach I jemanden leave that up to reingeschleust you und to decide. You can watch all three investigations on the deswegen gehen die YouTube nicht channels hoch, weil die den sonst Exploration Unknown, finden würden. Breaking the Shell, and Southern Afterlife. Night at the Museum. Nate So, Platz Ratterman and 1, his komm. wife Kelly own and Bring was manage what Gutes. has been voted one of Ah, the schon wieder most Kelly. haunted museums in the world. The Museum of Shadows, located in Omaha, Nebraska. The spooky museum showcases over 3,000 allegedly haunted artifacts, including a few very creepy dolls with even creepier stories. One of klar, these warum nicht? artifacts is a doll named Ada. The story goes that when a family moved into an old house, they found Ada in the attic. Creeped out by the doll, they threw it away immediately. But 2 years later, Ada came back. The family found the doll right back in the attic where they had originally found her 2 years earlier. Now completely freaked out, the mother of the household took the doll and threw it in the trash again. Only hours later, and the woman found the doll halfway up the driveway, almost as if Ada was slowly crawling her way back home. The doll was then obtained by the Museum of Shadows. Ada is kept in a glass box to keep her from escaping. Over the last 5 years, Ada has been witnessed and recorded seemingly trying to get away again. Du musst aber... This is some of the creepy footage that has been collected. Man kennt's. Ja, und die bewegt sich jetzt. Ich hasse Puppen. Ja, die bewegt sich. Ich finde Puppen so schrecklich. Ich finde Puppen absolut schrecklich. Ich sag's wie es ist. On multiple occasions, Ada has been captured moving by herself. These are just a few. And as if that wasn't creepy enough, Ada has a few friends in the museum who seem to Wer join nicht? in on the fun. True. Ja, natürlich. Same, Tobi. Das Einzige, was ich gucken würde,
glaube ich, ist Chucky. Weil Chucky auch so ein bisschen auf Humorbasis ist. Also Chucky nimmt sich nicht sonderlich ernst. Aber Annabelle würde ich nie gucken. Ah, wobei Chucky auch nicht. But the dolls aren't the only things that move around in the middle of the night. Nee, warum auch? Sometimes when the sun goes down, it's almost as if the museum comes to life. Nachts im Museum in Real Life. Lag da eine Leiche am Boden? Das sieht so aus. Ja, es ist halt wirklich Nachts im Museum in Real Life, ne? Nachts im Museum übrigens großartige Filme. But the strange activity is not limited to just the night. Sometimes it happens right in the middle of the day. Ach so. Tür geht einfach auf. GG. Na, wer würde freiwillig in dieses Museum gehen? Warum sammelt man so viel Haunted Stuff in einem Ort? So with 5 years of recorded footage and countless real eyewitness reports, could it be that the Museum of Shadows is haunted by the thousands of cursed artifacts kept within its walls? And would you go to a haunted museum? Nein. Tell me what you think. Ich To denke mal watch much Jumpscare. more of their paranormal evidence, Er head macht over to keine the YouTube Jumpscares. channel Museum Also of keine Shadows. krassen Jumpscares. Thanks so much for watching. If you listen to absolutely none of the rest of this, please hit the subscribe button and click the little bell icon so you never miss an episode. Das ist schon wild. Because my posting schedule is crazy and I'm sorry about that, but this way you'll never miss a video. Please follow me on the Ja, Instagrams das here. ist schon richtig. Sheesh. Ganz ehrlich, ich hab tatsächlich Bock, noch eins zu gucken. War halt ein älteres, ne? Übrigens, frische Lego-Figur. Das ist ein alter Sandtruppler. Ein alter Star Wars Sandtruppler. Ist wild, ne? So, was haben wir denn noch Schönes? Gibt's irgendwas, was wir... Unsolved Mysteries. Das ist doch eine Sache. Gucken wir mal Unsolved Mysteries. Ja. 5 creepy dolls moving. Aha, man kennt's ja. Nein. Ist da was? Ich habe was gefunden. Wenn's lädt. Ist eine schwierige Sache. Okay. Ich habe was gefunden. Ups. 5 scary things caught on camera by Dashcam. The top 5 scary things caught on camera. Ist Dashcam uraltes edition. Video, aber juckt. Car dash cams are commonly used for the purpose of preventing insurance fraud and generally just capturing people who are terrible drivers. But sometimes the cameras capture things that are either very unexpected, shocking, or downright creepy. In this countdown, we're gonna explore some of the scary videos caught on car dash cams. Plain sight. Policemen catch a lot of strange and sometimes scary things on their patrol Klingt da car komplett dash anders, ne? cams. But some of them are a bit more bizarre than others. Police deputies in Clearwater, Florida are out on a Tobi, wir routine packen das, call wir when stehen one das of the durch. officers spots something strange Zusammen mit den anderen in a 2 drive Leuten hier. toward him. Cool, dass ihr da seid. Oh je. Stützt es ab. Ich habe die Lego-Figur verloren.
Wow. Oh shit. Ich muss schnell die Lego-Figuren aufheben. Fun Fact. Ich habe auch einen Qui-Gon. Wild, ne? Ja, das war jetzt sehr gruselig. Ja, gell? Sowas kommt zwischendurch auch mal. Luckily, the Etwas small weniger plane misses all gruseliges. cars and pedestrians on the ground and crashes into a wooden fence nearby. 2 Mandos und ein Boba Fett und ein Baby, oder? Krieg ich einen Mando? Ich will auch einen Mando haben. Einen Boba habe ich auch, einen alten Boba. Und ich habe einen Jabba. He commented, quote, GTA 5 players 10 seconds after getting into an airplane. Ist aber true. Pinery bushfire. The Pinery bushfire was a massively destructive wildfire that Was geht burned bei for dir ab? 7 days through southwest Ich habe einen Australia. Jabba. Vom Flohmarkt vor Jahren. Der ist irgendwo in meinen Lego-Kisten. Unbeknownst to them, the fire has changed direction and is now moving toward them at a shocking rate of speed. What follows is a chaotic and scary scene Kriege ich einen caught Mando? on camera from inside a burning wildfire. Boah. So riesige Feuer, ne, sind so schlimm. Allein dieser ganze Rauch. Es ist so schrecklich. Es ist so freaking schrecklich, Mann. Ist das Feuer blau? Alter, was zum Henker? Das eskaliert ja völlig. Jo! Alter, was passiert denn da? Fuck, Mann. Ist normal, Tobi. In the dashcam footage, one of the firefighters can be heard telling the others that they are going into, quote, burnover. We're gonna go into burnover very quickly. Here it comes, here it comes, here it comes. This is a procedure where the truck windows are blocked with thermal curtains, and the firefighters then attempt to wait out the fire from inside their trucks. But the other driver panics, throws his truck in reverse, and slams into the front of the other fire truck. Boah. Böse. We can see flames as the fire literally burns over the fire trucks. Boah. Amazingly, not a single one of the firefighters were hurt in the incident. Als ob. Es hat niemand von... Die sind da alle heil rausgekommen. The teleporter. Ach du Scheiße. Now this next clip from Japan might not count as a scary thing caught on camera, so much as just a strange thing caught on camera. Or some might argue Immerhin, ne? a very fake thing. But I'll leave that for you to decide. Okay. Teleportiert sich da jemand? Hä, was? In this clip, watch the side of the approaching black van. Hätte jetzt halt einfach This jemand aus video dem was Auto... posted Nee. with the claim that it showed someone teleporting caught on video. Now, some viewers have argued that the man in the clip jumps from the bridge above. Nee. Some argue that he jumps out of the car window. Auf gar keinen And Fall some ist er just von say der that the Brücke whole thing gesprungen. has been visually manipulated. After all, it wouldn't be the first time that a fake teleportation video from Asia has shown up on the internet. Lol. But what's your analysis?
Is this teleportation caught on video? Or is Nah. it just a hoax? Real or fake? Let me know your opinion down in the Fake. comments. Aber actually cool When gemacht. trees attack. Oh, was? If you're a regular viewer of this channel, you might have seen this clip from my video, Scary Things Caught on Camera in the Woods. Well, turns out that's not the only time some scary footage of a tree has been caught on video. Ach so, Amok. This man and his wife were driving through the woods on a back road in Victoria, Australia. Ja, okay, aber es passiert halt manchmal beim Umkippen einfach. Das passiert manchmal. Okay, aber das ist schon sehr heavy. Hör einfach... Okay, nein. Das hört einfach gar nicht mehr auf. As a What the freak hell? windstorm rolls through, it almost takes out the whole forest right in front of them. Ja, okay, aber das ist schon real. Die Bäume haben alle keinen Bock mehr. Ich glaube auch nicht. Jo, bye bye Bäume, ne? This car dash cam in Russia captures another random scary encounter with a tree. The woman manages to sidestep just in time. Normal. But sometimes you just can't be that lucky. In Centerville, Iowa, Officer Jeremy Veach has pulled over a driver for not having headlights on. As his partner waits in the car, the police dash cam records the stop. Was zum... Centerville 128. I need officers to respond. Der wurde einfach vom Baum erschlagen. Astonishingly, Officer Veach only suffered minor injuries to his left leg. Otherwise, he was unscathed. With a little help from his partner, he was able to get up and walk away after the incident. Yo. Ouch. Centerville 128. I need officers to respond. The plague. A man driving through Dagestan, Russia spots what looks like a dust storm on the horizon. But as he gets closer, he discovers that it's something much more bizarre. Was? Hä? Sind das Viecher? Das sind irgendwelche Viecher. The man is actually driving through a swarm of hungry locusts so thick that it almost blocks out the sky. Warte mal, was sind His car Locusts? dashcam captures Warte mal, was sind Locusts? Wanderheuschrecken. Wow. Es sind einfach Heuschrecken. the whole strange event. Das sind einfach Heuschrecken. Now, most ancient religious texts refer to plagues of locusts as being a curse on the land, and for good reason. This infestation of locusts in Russia covers an area of over 270,000 square miles. The locusts eat their own weight in food every day, stripping the land of crops and vegetation and leading to famine and complete devastation. A locust swarm of this size can eat the same amount in a day as thousands of people, leaving nothing behind but barren land. If you enjoyed this video and want to see more like it, please hit the subscribe button and be sure to click the little bell icon so that you're... LOL. Ich will noch eins gucken.
Okay, ich habe noch was gefunden. Zock Spam währenddessen. Tu das, Tobi. So. Hab noch was. 5 Scale Ghost Videos of Ghosts. Caught on Camera. Ja, Mann. Let's go. Ich fühle das gerade zu sehr. I'm sorry. Night shift. Andy Bick is the manager of a care home for residents with autism and learning difficulties in Gloucester, England. He says that recently his employees had been complaining about odd noises in the middle of the night. So, Andy decided to take the night shift himself. Late one night, Ich sag dir Bescheid, wenn was Spannendes passiert. Suddenly, he hears a noise near the door. So it's moving at the top of the window, top of the door. Top right hand side of the door, can you see it? What is it? What is that? So it's moving and fucking right in front of me. Hä? Top hand right by the door. What is that? Ich will niemals alleine eine Nachtschicht irgendwo machen, ne? Ist Nachtschicht an sich geil, aber nicht alleine. Oh my god, what is that? Genau wegen sowas. Aber da ist doch gar nichts. This is where I was sat when I videoed it. Telly's still in the same place. That's the door where he walked from. Obviously the light's still there, but the shadow originally came from this wall. Where that wall is just there was a doorway, which led into the flat. Andy says that a woman who lived right next to the staff room where this video was recorded had passed away a year earlier. Ach so, this klar. wall used to be a doorway to her flat. Oh my god, what is that? Das heißt, da schleicht der Geist der Oma rum. Ja, nochmal. But what do you think? Are these just some very strange shadows being cast by the light in the room? Or did Andy record a ghost caught on camera? You decide. This little I don't light. know. Most of you have probably heard of the YouTube series BuzzFeed Unsolved, but if you haven't, here's a quick summary. BuzzFeed Unsolved is a paranormal investigation show featuring Shane, a skeptic who doesn't believe in ghosts at all. Hell yeah, what? Great. That'll be good. Gonna snap that. And Ryan, a guy who pretty much believes in every ghost. Do not be afraid, do not be afraid, do not be afraid, do not be afraid. In this episode, they investigate the Sally House Das wirkt ja in schon Atchison, fake. Kansas, which is said to Servus be one of Cookie, the was most geht? haunted houses in the world. Initially, it was believed that the house was haunted by the ghost of a little girl named Sally. But now it is Sally, said das that the house is Geistermädchen. haunted by multiple spirits and evil entities. The house's kitchen is said to be particularly active. Das wirkt ja schon fake. Das ist BuzzFeed. Turn the light on for us. Please don't do it. Demon? Stop calling it that. Demon! Stop it, stop talking to it. No, I just want to talk to the demons. If you like the guy, stay here. Turn the light on. You're f***ing crazy, Shane. If you don't like us, turn it on. Please don't turn it on. Please don't. Ernsthaft? Nee. Where's my holy water? Where's my holy water? If you actually don't like us, please just turn it on. I don't think they have the power to turn it back on again, frankly. I really think they don't. Ryan. Are you kidding me? What the? Nee. Keep in mind, we have to spend the Nee, night das here. glaube ich nicht. Please turn the light off. Sorry. Damit kriegst du mich nicht. Thank you. Oh, Fuck, no, oh my god. What? please try. Nee, Brudi. Oh my god. You should have never talked to it, dude. That's a car going by. It's okay. No, that's the f***ing flashlight rolling in the background. Look, it's coming back. Oh yeah, it is. It's a flashlight. It rolls. It's cylindrical. But it shouldn't roll back and forth like What? that. You should have never talked to it, dude. What is wrong with you?
So was this a ghost caught Ja, on das ist schon camera fake. signaling Shane and Ryan? Or does the BuzzFeed team just have a wonky flashlight? Ja, Let me BuzzFeed know what you ist... think. Nee, Mann. What waits within? Nee, Mann. A ghost hunter in Saudi Arabia decides to check out an allegedly haunted house. Now, viewers of this scary video claim to see everything from ghosts to jinns and even strange creatures lurking in the shadows. But Lurking you in the decide for shadows. yourself. Klar. What do you see? أي شيء شوفونا على الخاص برضو زي ما قلت لكم هالشيء. Behaupten kannst du ja alles im Netz, ne? Hey, da steht echt jemand. Lol. Da steht halt wirklich jemand. Kiki. Jump Cut und er ist drin, okay. يا حد Your head. Erstmal gegen die Tür treten, gar kein Bock. Oh. بسم الله. Your head smell. Smell. بسم الله. Beten hält tatsächlich böse Dinge ab. يا اخوان ورب الكعبة اصوات ما هي طبيعية. Das, da glauben tatsächlich einige في احد في المكان؟ gläubige Menschen dran. Hi Luna, was geht? Ja, wir gucken Nuke. بسم الله بسم الله الذي لا Aber يضر tatsächlich مع heute اسمه wahrscheinlich شيء. zum letzten Mal. Ein Großteil der Community das nicht so fühlt. Was ich super schade finde, weil ich fühle das übelst. Klar, alles fake, aber ich fühle es übelst. Aber schön, dass du hier bist. Ich bin Streamer, ich entscheide, ja. Aber es bringt mir nichts, wenn ich keine Menschen da habe. Ne? Aber ja, den neuesten Nuke haben wir schon geguckt und jetzt habe ich gerade so Bock gehabt, dass wir jetzt noch mehr gucken. Also alte halt. Du schaust gern zu? Das freut mich doch. Das freut mich doch. Das ist schön. Ja, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich noch mehr oder ob ich doch weitermache und neue Videos immer wieder angucken. Lass mich da immer inspirieren. Wozu inspirieren? Machst du selber so Horror-Stuff oder was ähnliches? Ui. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من Ghost الشيطان hunting. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ich finde die englische Übersetzung von seinen Gebeten wild. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي. Das klingt nice. Das klingt nice. Gibt's wenig im deutschen Raum, habe ich das Gefühl. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Ja, bei Nuke finde ich klasse. Finde ich sehr unterhaltsam. Und ich möchte mal anmerken, dass ich so Geistervideos und sowas feiere, obwohl ich selber gläubiger Christ bin. Möchte ich mal anmerken. Kenne ich beide nicht, Luna. Emma, watch your knife along the shore. Das ist so ein Sea Shanty. Emma, watch your knife along the shore. Sorry. Ahaha, was hell for you, Lana? No, Lana, it's Emma, watch your mouth alone. Mandela versus foreign devils, our business, yeah. I know, Mama, was? Hier, Mama, of a home, what are you, what the hell? Ich bin wohl die einzige Frau, die sowas macht. Ja, man, dann eher True Crimes oder eben Creepypasta.
Maybe. Ich würde mich sowas halt niemals trauen, ne? Ich finde es unterhaltsam, das dazu zu schauen. Was denn, Bro? Bro, da ist doch gar nichts. Kostet viel Zeit, das glaube ich. So did he catch a violent haunting on camera? Or was it all just a hoax? Alone in the dark. 5 Stunden pro Tag, sheesh. There was severe flooding in Houston, Texas that took out the power for many suburbs for up to a Erklärt, warum Nuke so wenig bringt. A Nuke's top 5 viewer named Austin works at a convenience store in the area. And when all the lights went out, he decided to use the time to do some vlogging. But things didn't work out quite as planned. It is pouring. All day it's been pouring. So I went outside to go check. And our street was flooded. Ich bin noch unsicher. Vielleicht schauen wir auch doch weiterhin Nuke im Stream. Ja, macht das ziemlich sicher auch beruflich. Der hat ja genug Erfolg damit. Ja, das glaube ich. Ich komme mit meinem Standard-Stuff schon nicht hinterher. Bro, alles gut? Something is moving around in the cooler. Was? Bei ihm bewegt sich was. Shit. Aber Luna, wenn du Lust hast, join mal im Discord und schick mir mal einen Link zu dem Kanal. Ich hätte Bock, mir das mal anzuschauen. Alles klar, dann schaue ich gleich mal. Nach dem Stream. Auch mit dem YT am Ende? Musik auch. Okay. Cool. Nee, das ist nur für Twitch. Ja, macht Sinn. Screw all that noise. All right, that was freaking creepy, and I know I wasn't just hearing because that happened twice. I heard it while I was talking, and then I heard it as I was looking back and listening to it. That was freaking creepy. And I was thinking, I was like, okay, something must have fallen. Pokémon. There's nothing that could have fallen from being like thawed out or whatever. And it literally sounded like someone was like in the cooler, tapping on the window. That was freaking creepy. There's nothing that could have fallen unless someone's in there. Now, whether the noises inside the store were paranormal or not, who knows? But Austin says that he sat in his car till the end of his shift and didn't see anyone exit the store. And no one turned on a light inside. So, just what do you think those creepy noises from the back? Lol, danke Tobi. Birthday surprise.
So a YouTube poster called Riley says that he is employed as a desk clerk at a hotel that was built in the 1970s. He's working the overnight shift when suddenly strange things begin to happen around the desk. I'm freaking the crap out. So I was just doing night audit work back here, and then I walk to the back to grab a stapler, and I hear keys fall. And oh my gosh, I'm so freaking scared right now. I walk out here, and this is the breakfast report. Ja, ja. Sie sehen ja eindeutig, dass with es it, Snapchat ist. And when I walked away, Das ist wild. the keys freaking fell by themselves. I don't know if I set them like on the edge or what, but they fell, and I'm freaking the crap out, people. Oh my gosh. The paper moves. The paper. Das Papier bewegt. Oha. Oha. Ja, aber so Zeug, was sich bewegt, dem glaube ich nicht mehr. Ja, okay, wow. Er weint. Ist entweder ein guter Schauspieler oder ist es real? It's moving again. Oh my gosh. Ich bin ehrlich, ich fänd's cool, wenn es Geister geben würde. Ja, das war's. Stimmt der Ventilator? Könnte sein, ja, guck ich. Könnte sein. But bizarrely, this video was filmed on the night of his recently deceased father's birthday. So was Riley's dad trying to make contact? Or are the papers just being moved around by the hotel's air conditioning? Ja. You decide. Thanks for watching. Please follow me on Twitter at... Okay, wow. Wisst ihr was? Check jetzt kurz den Channel ab. For some more random weirdness and Speichere mir den ab. Mhm. 12.000 Abos, not bad. Not bad. Nice, gucke ich später mal rein auf jeden Fall. So, ich möchte noch eins gucken. Immer eins von mir. Mache ich später. Gucke ich später noch rein. Ich möchte jetzt erstmal noch mal einen Nuke gucken. Lol. Ich habe was gefunden. I found something. Reactions. Google Earth Bilder. Gruselige Google Earth Bilder. Let's see. 5 creepiest Google Earth images. Ghosts on Google. The Stewart Hotel in Liverpool, England is said to have been the site of paranormal sightings and events for over 100 years, including unexplained rattling, rumbling, and knocks on the walls. But the Google Street View car caught something truly frightening when it passed by the haunted pub. A casual observer on Google Maps happened to notice something peeking out of an upstairs window. Ooh.
Now, is this some strange ghastly ghoul, or did the Stewart Hotel owners somehow know that the Google streetcar was coming by and simply fake the whole thing? You decide and let me know what you think down in the comments. Okay. Kidnapping caught on That's Google funny. Maps. Now, when this next Google Maps image surfaced in Das 2012, ist nicht many funny. observers on the internet believed that the image showed a woman being kidnapped from her home in Sao Paulo, Brazil. In the photo, it looks like she's about to be stuffed into the open trunk of a waiting car. The kidnap theory was partially fueled by the fact that kidnappings are very common in Brazil, and in Sao Paulo in particular. Ja, das ist true. However, none of the legions of internet investigators could find any information about the photo or what happened to the woman. Now, if we put on our own internet detective cap and look at a Google Maps picture from a year later, we can see that a car that looks very similar to the one in the picture is again parked on the same street. This would seem to indicate that the car belongs to a resident of one of the nearby buildings. Now, while it's possible that the woman could have been kidnapped by a neighbor, it seems unlikely. And even though the bald man in the photo seems to be treating the woman very roughly at first glance, if you take a close look, she still hasn't bothered to drop her cigarette. So, just like everyone else, I personally don't know what to think on this one. Let me know what you think is happening in this photo down in the comments. Crime caught on Google Maps. A 14-year-old boy in Holland reported to police that he had been violently knocked from his bicycle by two young men who then stole the bike, his cell phone, and his wallet. The police investigated the crime, but had no real leads to follow up on. That Wie is, eigentlich immer. until 6 months later when the boy happened to be looking around Google Maps Street View and actually found pictures of himself riding his bike down a nearby street. The Google Street View car had actually taken a picture right before the crime occurred. Sure enough, the two young men who had stolen the boy's bike could be seen following right behind him. Lol. The boy contacted local police, who then contacted Google and received an unblurred copy of the photo. The police immediately recognized the two men as twin brothers who had been jailed for previous thefts in the neighborhood. The two were arrested for aggravated assault and robbery. Die gucken alle in die Kamera. Town of Dolls. Oh In nein. Japan, there is a small remote village named Nagoro that is populated almost entirely by dolls. Oh The town once nein. had a population of hundreds of people, but as each person died or moved away, local doll maker Ayano Tsukimi took on the task of replacing each missing villager with a doll in their likeness. These days, the town of Nagoro is almost deserted, except for hundreds of dolls that fill the buildings and line the streets. By using Google Maps Street View feature, you can actually take a tour through the doll-lined streets of the isolated village of Nagoro and see all of its creepy little stuffed inhabitants. UVB 76. UVB 76 Warum müssen da is immer a irgendwelche very Puppen sein? bizarre shortwave radio station that has been broadcasting for over 44 years. The odd station simply emits a sequence of buzzes, 24 hours a day, 7 days a week. For almost 25 years of UVB 76 existence, that's pretty much all the strange shortwave station did, buzz repeatedly in an odd rhythm. Then in 1997, someone suddenly spoke. УЗБ-76. УЗБ-76. Boah, das ist creepy. 93 882. It was a man's voice speaking in Russian. He repeated a strange series of names and numbers that no one could decipher. Were the names and numbers a test signal? Were they code? Or something more sinister? After the brief creepy voice message, the UVB 76 station went quiet. Then it returned to its repeating series of peculiar buzzes. However, now shortwave radio enthusiasts and investigators were able to triangulate the signal's location. In later years, the UVB 76 signal was traced down to a location on Google Maps. It was coming from a small communications building in a remote area in Russia. Over the next 20 years, UVB 76 continued to broadcast its strange patterns of buzzes, 24 hours a day, 7 days a week,
365 days a year. On rare occasions, the buzzes would be interrupted by the mysterious Russian, always repeating a series of seemingly random names and numbers. To this day, over 44 years later, UVB 76 still broadcasts on shortwave radio. Although there have been many wild theories, no one has ever been able to figure out the purpose or meaning of the UVB 76 broadcast. Interesting. Interesting. 5 YouTuber. Oh, das kann einfach ich sein. Ja, let's go. The top 5 YouTubers who caught ghosts in videos. Exploring with Josh. The YouTube channel Exploring with Josh is based around exploring creepy abandoned buildings, including some locations that are allegedly haunted. So maybe it should come as no surprise that occasionally Josh and his crew do happen upon a strange encounter in one of these structures. While exploring an abandoned school building that's covered in graffiti, including pentagrams and other strange satanic writings, the group experiences something they can't explain. Guys, so much doors are opening and closing right now. Dieses Graffiti, es ist wunderschön. Sounds like someone hitting like a wall. I know, it really does though. Geist. Oh my fucking god, did you get that on tape? That is insane. Oh my god, another door just closed. Die Tür hat sich bewegt. Oh my god. Ein Klassiker. Out of here. Holy shit, we're just standing on a... Dude, upside down crosses. We're getting back to some dangerous shit, guys. After this encounter, Josh and his fellow explorers decide to leave the abandoned school. Angry and scared Grandpa. The YouTube channel Angry Grandpa is a scripted series that features a guy recording the rage-fueled ramblings and adventures of his grumpy granddad. Ja, In one gut. of their videos, something very unscripted appears in the video. Das kennt man. Now just watch the trash can behind Angry Grandpa. They're going to your house because you had Das kennt man. Ja, da war was. Wow. It appears that someone or something with a very small head is peering at them from behind the trash can. Then it disappears from Dieser sight. Typ, ey. Den kenn sogar ich. The head seems too small to be that of a child. Now, what makes this clip especially believable is that the strange figure lurking in the background is not mentioned in the video at all. In fact, the producer behind the Angry Grandpa show didn't even notice the figure until people began pointing it out in the YouTube comments. Later, when he shows the clip to Angry Grandpa himself, at first he doesn't even Das see ist it. einfach eine scripted Show. Ain't no damn ghost. Watch right here. Ain't no ghost. Okay, relax. Look, see where the trash can is right there? Watch it. Watch that area. And then he honestly seems slightly freaked out by the strange looking head peering at him above the garbage can. Look. Wait. Whoa. I'll pause it. What the hell is that? What the hell is that? What the hell is that? Watch this, it disappears. What is it, Michael? I have no idea. Joe Weller's mental asylum. YouTuber Joe Weller decided to film a YouTube video inside an abandoned mental hospital as a joke. But things get a bit more serious when they suddenly start hearing the taunting screams of a child from somewhere inside the building. However, Joe Weller and his co-host don't take the noises too seriously. They joke that it's probably just some kids who've wandered into the building. Jeez. Easy. Hello? What the was that? It's kids. Well, what do we do here? Calix and Gundogan. wait. Who's that there? But the noises intensify.
Das ist ja so fake. What is that? Also es ist creepy, aber das ist halt fake. What's up in there then? Aber ändert nichts daran, dass es creepy ist. Who's having the banter? Well, this is funny. Wait, imagine if it isn't even like. Ich würde da keinen Fuß reinsetzen. Ne? Alright, you're just. Solche Gebäude. What are you gonna do? What is it? Nothing. Hey, I beg you don't throw anything right now because we're just coming out. Hello? Is there anyone there? There's no one there. How did they run away so quickly? Hello? Joe and his friend take the situation a bit more seriously when they find that there's no one else inside or around the building. The thing that I don't get is it genuinely sounded like someone was banging on the door. You know that door that you shut at the entrance? Yeah. You know when we first came in, it sounded like someone was banging on that. 20 seconds after the last rock was thrown, we leave the building and there's no one to be seen. Can't hear anything, yeah. Like even now, like if it's kids, you would at least hear them like laughing or something. Still, why is there no one here now? Like look at the escape route. Just film the escape route. You have to come through here and through that gap in the fence. Like, Schon creepy. You can't do it without making any noise. And we didn't hear any exit. You didn't hear anything? No. Guava Juice Ghost. YouTuber Guava Juice has often claimed that his Das sieht house aus wie is haunted Germi. by the spirit of one of the previous owners. Das ist einfach Germi. In one video, he captures some strange knocking that seems to be coming from his attic. It's definitely coming from up here. Okay, wisst ihr was? Wir lassen das. Schauen jetzt mal noch hier rein. Wir schauen jetzt actually mal noch hier rein. Aufrufe sind echt not bad. Mit Star Wars kriegst du mich immer, ne? Das klingt aber echt gut. Klingt echt gut. Okay. Also die Videotitel, die sind ja schon sehr krass Nuke inspiriert, ne? Aber scheiß drauf. Wir gucken hier jetzt mal rein. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für gruselige Videos. In diesem Video geht ein Geisterteam auf die Jagd nach Paranormalem. Dabei machen sie sehr gruselige und unheimliche Entdeckungen. Gerne wieder am Ende kommentieren und den Daumen nicht vergessen und an die Neuen abonnieren. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, moin. Lol. Das ist meine Abo-Einblendung. Nummer 1. In diesem Video sehen wir eine Joggerin aus Japan, die mit ihrer GoPro draußen ist und ein bisschen beim Joggen das Umfeld aufnimmt. Ihr Kanal heißt Haro Anamasi.
Als sie ihre Kamera angeschlossen hat und bereit war, ihre Runde zu starten, hört sie laute, schwere Stiefelgeräusche und sieht, wie ein dunkler Schatten an ihr vorbeirennt. Selalu ramai. Dari 0. Accident ba? Was sehr seltsam war, ist, dass die Person sich einfach in Luft aufgelöst hat. Hä? Dann taucht kurz danach wieder dieser Schatten auf und rennt an ihr vorbei. Ja, empty bisa. Doch was jetzt passiert, konnte selbst diese Frau kaum glauben. Schaut euch das mal an, was die Joggerin mit ihrer GoPro aufgenommen hat. Samura. What? Auf einmal rennt dieses Wesen oder diese dämonische Erscheinung rückwärts auf sie zu. Die junge Frau ist so voller Adrenalin und Panik, dass sie wieder zurückrennt und nach Hause wollte. What the fuck? Als sie am Aufzug angekommen ist, kann man dieses Schattenwesen hinten sehen, wie er die Frau beobachtet. Okay, das ist crazy. Boah. Habt ihr es auch gesehen? Dieser Schatten lief an der Scheibe schnell vorbei. Als Jom angekommen war und Richtung Haustür ging, nahm die GoPro dieses Ding nochmal auf. Schaut euch das mal an. Was kann das gewesen sein? Einige meinten, dass dies eine dämonische Geistergestalt ist, die diese Frau verfolgt. Rennt Andere einfach zurück. behaupten, dass das ein Geist eines Soldats war. Was dieser Geist bei der Boah. Frau zu suchen hat, kann sich keiner erklären. Tobi, wenn du noch da Aber es ist bist, echt unheimlich. ich glaube, wir haben hier ein Juwel. Vielleicht kann dies auch einfach ein anderer Jogger sein. Zumindest der vom die Frau Gruselfaktor her. entführen wollte. Was das auch war. Zum Glück hat sie es heil bis nach Hause geschafft. Nummer 2. Ich schau da nicht hin. Mach Dieses mal, Tobi. Video wurde von Kutrapali Also es ist 100%er Fake, 100%iger Fake, aber es ist echt wild. Er stammt aus Mexiko. Es ist fucking Er Gänsehaut. wacht etwas in der Nacht auf, da ihn laute Geräusche und seltsame Ereignisse aufwecken. Er filmt anschließend auf TikTok sein Haus mit täglichen Die arme Katze. paranormalen Aktivitäten. Es fing alles an, als er am Treppenflur mehrere Kreuze aufhing, um sich vor bösen Geistern zu schützen. Ja, normal. Ich hänge auch immer 20.000 Kreuze in meinem Treppenhaus. Doch wie man beobachten kann, ist er nicht alleine. Und dem Wesen passt das gar nicht, dass er Kreuze aufhing. Uiuiui.
Habt ihr das gesehen? Wie sich das Kreuz anfing zu bewegen. Jeden Tag ging das so weiter. Seltsame Dinge passieren im Haus, bis sich eines Tages dieser Geist als Gestalt zeigte. Denn die Katze von ihm bemerkte wieder eigenartige Dinge im Haus. Schaut euch mal an, was Kutrapali jetzt filmt. Die arme Katze. Denn er hörte auf einmal ein Rumpeln unten aus dem Wohnzimmer. Er ging die Treppen hinunter und das, was er jetzt filmt, wird er nie wieder vergessen. Tobi! Zeit hinzuschauen. Hä? Ich hab nichts gesehen. Hinter der Ecke zeigte sich diesmal eine seltsame Schattenfigur oder ein Schattenwesen. Ach so, lol. Er ist sich sicher, dass dies ein Schattenwesen war. Leider weiß er nicht, woher dieses Ding kommt und erkundet sich bei einem professionellen paranormalen Team, um mehr Informationen über dieses Wesen zu bekommen. Unheimlich, nicht wahr? War das wirklich ein Schattenwesen, welches da in der Ecke stand? Oder steckt da etwas anderes dahinter? Vielleicht da jemand, der sich einen Scherz erlauben wollte. Was denkt ihr darüber? Kamen wirklich von diesem Art Schattenwesen diese Klopfgeräusche und diese paranormalen Interaktionen? Was kann dahinter stecken? Eines wissen wir. Es ist extrem unheimlich. Das ist wohl true, ja. Das sind crazy Effekte. Nummer 3. Danny ist ein YouTuber, der gerne verlassene Orte erkundet. Er ist sehr erfahren bei Forschungen über Geister und Paranormalem. Er befindet sich hier in einer verlassenen Kapelle. Vor einigen Wochen war er auch schon dort und wollte heute in dieser Kapelle streamen. Während seines Streams wollte er Kontakt zu Geistern aufnehmen. Und dabei passierten einige unerklärliche Dinge. Nun hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen und sich wieder in die Kapelle begeben. Während er durch die Räume geht, versucht er Kontakt zu dem paranormalen Wesen aufzunehmen. Als er dieses versucht zu rufen und den großen Raum betritt, wo Gedenkpaletten hängen, passiert es. As you can see there, since 19... What the hell's that? Oh my God! Das Wesen scheint sich zu zeigen. Er rennt zurück zum Ausgang, doch der Albtraum macht kein Ende. Ja, Bro. Nachdem er sich beruhigt hatte er immer noch das Gefühl, beobachtet zu werden. Die seltsame Gestalt scheint am Fenster oben ihn zu beobachten. Ja, normal. I am shaking right now, guys. Da oben steht ein Greenscreen drin. Was Okay, sehr das gruselig ist... dabei ist, diese Gestalt wirkt so wie eine Nonne. Was meint ihr? Was hat das zu bedeuten? Ist das ein Geist der Nonne, die vielleicht in dieser Kapelle früher sich aufhielt und verstorben ist? Schreibt doch gerne, was ihr dazu denkt. Wow. Das ist gruselig. I mean wahrscheinlich auch fake, aber... Nummer 4. Ein Geisterjäger-Team. EVP. Um mit verstorbenen Menschen zu kommunizieren.
und Geistergestalten, die sich zeigten. Das alles nahm Kent Burris aus dem Lamp-Haus auf. In diesem Video sehen wir ein erfahrenes Geisterjäger-Team, nämlich Ghost of Camel Maine, die auf YouTube viele Videos von dem Lamp-Haus aufnehmen. Kent Burris macht häufig Besuche im Lamp-Haus, wo viele paranormale Aktivitäten stattfinden, diese er mit seiner Kamera Ja, mach ich auch mal in meiner Freizeit. Auch in diesem Video besucht er das Lamp-Haus und macht eine gruselige Entdeckung. In den 90er Jahren bewohnte dieses Haus eine Abby Kammer, die durch ein tragisches Erlebnis verunglückt ist. Das, was Kent Burris aufgenommen hat, versetzt die meisten Zuschauer unter Schock. Denn mit Funklautsprechern versucht er Kontakt zur Abby aufzunehmen. Und was er eingefangen hat, ist echt gruselig. Dies scheinen Botschaften von ihr zu sein. Botschaften, wie sie verunglückt ist. Als Abby sagte, verschwinde hier und geh weg. Bemerkte Kent, wie ein Schatten im Flur an der Treppe stand. Als er nochmal nachschaute, war diese schwarze Silhouette nicht mehr zu sehen. Die paranormalen Aktivitäten häufen sich immer mehr. Anscheinend kommt die Schattengestalt ihm immer näher. Die paranormalen Aktivitäten häufen sich immer mehr, denn nicht nur Stimmen und Schatten zeigen sich, denn der Schrecken erreicht seinen Höhepunkt, als er ein gruseliges, sehr klar und deutliches Gesicht am Vorhang nachts erkennen konnte. Ja, normal. Dieses Wesen Das ist der doch Yoda. Der Abby gewesen sein? Das ist doch einfach Meister Yoda. Versucht weiter nachzuforschen, indem er Kontakt zur Abby aufnehmen wollte. Hello? What the hell was that? There's no noise. Als die meiste Aktivität im oberen Stock sich abspielte und er nach oben ging, bemerkte er etwas Seltsames. Doch was jetzt passiert, haut selbst den mutigsten Geisterjäger um. Denn als Kent in das Zimmer ging, in das anscheinend Abby verstorben war, konnte er diesen seltsamen Schatten am Fenster beobachten. Hallo. Dies war ein Zeichen, das Haus zu verlassen. Doch Kent versucht weiter Kontakt aufzunehmen zu dem Mörder und zu Abby. Hello? Als er zurück ins Schlafzimmer ging, zeigt sich nun diese seltsame Gestalt mitten im Zimmer. Ich zeige euch nun das Gruseligste, was Kent Burris aufgenommen hat. Oh
Man kennt's. Es scheint so, Versteht ihr wegen kennt? dass dieses seltsame Schattenwesen nun mitten im Zimmer stand und Kent Burris angegriffen hat. Heftig, nicht wahr? Wer kann das gewesen sein? Hat Kent wirklich mehr und mehr Kontakt zu diesem seltsamen Wesen aufgenommen, sodass dieser sich immer offener gezeigt hat? Oh, Ziehbar wurde? Sheesh. Waren das wirklich die Hilfeschreie von Abby, die in diesem Haus verstorben war? Oder könnten dies einfach nur Störgeräusche von seinem Funkgerät sein, die diese Stimmen so aufzeichnete, dass es wie eine Botschaft klang? Für mich ist auf jeden Fall eines klar. Bist immer so Es ist was einschläfernd. Paranormales, was nicht das Haus verlassen. Nee, ich bin allgemein müde. Es war der Tag heute. Ich streame auch nicht mehr so lang. Wir schauen das Video noch fertig und dann war's das. Nummer 5. Dieses Ja, Video okay. wurde an einem kleinen, Chill. ehemaligen Friedhofgelände aufgenommen mit einer alten Kapelle. Damals sollten 24 Kinder verunglückt und begraben worden sein. Das Team, das dieses Video aufgenommen hat, heißt Ghost Tech Paranormal Investigation. Sie sind zu dritt und gehen mit einer sehr ruhigen, professionellen Art an die Thematik heran. Sehr gelassen und ruhig, um sich einen Überblick erstmal zu verschaffen. Sie hörten über viele paranormale Ereignisse auf diesem Friedhof und wollten dieser düsteren Geschichte auf den Grund gehen. And that's the memorial down here. So reported in this graveyard are children playing, the sounds of children playing and laughing. And also children have been actually seen in here running and playing, and then they just disappear. Somit ging das Team an diesen Ort, um sich ein eigenes Bild zu machen. Sie besprechen ihre geplante Vorgehensweise und bauten ihre Kameras auf. Dazu benutzen sie ein Audiogerät, um mit den Geistern Kontakt aufzunehmen, und die Kameras, um seltsame Aktivitäten zu untersuchen und Fotos zu schießen. Was nun passiert, ist echt gruselig, denn einer von dem Team nimmt etwas Gruseliges auf. Seht euch das mal an. I hear a disembodied voice come from nearby. The voice has a childlike tone to it, but after listening to the recording over and over, we cannot make out the words. Here is the audio with enhancements. Es scheint so, dass sie Kontakt zu einem Verstorbenen aufgenommen haben. Nach diesem Erlebnis begeben sie sich in das Innere der Kapelle und hören auch hier seltsame Geräusche. Das Team versucht, diesem auf den Grund zu gehen und wollen Kontakt zu den Geistern aufnehmen. The gentleman just there is Jeff, and to my right is Mark. I hear movement at the doorway as if someone has entered, and also on reviewing the digital audio, there is a voice. I thought I was hearing something at the door. Mhm. Phil, einer von dem paranormalen Geisterteam, geht allein in einen Raum, wo dieses komische, undefinierbare Geräusch herkam. Als er mit seiner Kamera Fotos machte, passiert es. Bisher noch nicht sehr überzeugend.
request was granted. Here you can see a small figure leaning forward, looking at him. You can see a face, body and arms. Er konnte eine sehr klare, gruselige Gestalt aufnehmen, die sich oben in der Ecke befindet. Was kann das sein? Nach diesem Erlebnis macht einer von dem Team Fotos, um eventuell Paranormales oder Geister aufzunehmen. Was sie nun einfangen, ist etwas sehr Düsteres, was sie sich selbst nicht erklären können. Denn es scheint so, als der eine von dem Team, Phil, auf dem Friedhof das erste Mal Kontakt zu diesem Wesen aufgenommen hat, nun verfolgt wird. That was Lol. strange. That one was all blurred. Point your camera to the floor, Phil. A bit further. Don't move, Phil. Something's not right. Ein Schatten hinter ihm wird immer größer und deutlicher. Es wirkt fast danach, dass dieser Schatten Besitz ergriffen hat von diesem Phil. Zuerst liegt dieses Schattenwesen auf dem Boden. Anschließend beim nächsten Foto richtet er sich auf, bis er sich ganz entfaltet. Das Gruselige an diesem Foto ist, dass beim 4. Mal wieder dieser Schatten verschwunden ist. Hören wir uns mal kurz an, was das Ghost Tech Paranormal Team zu sagen hat. The 4 photographs taken with the full spectrum camera reveal a dark shadow figure next to Phil. The first one is completely normal. Ich finde das But the krass. second picture goes out of focus, and to Phil's right, finde das total there is a krass. dark shape that resembles a figure coming up from the floor. Also klar, du kannst sowas easy faken, In the third picture, the figure aber trotzdem is now finde ich das standing krass. next to Phil. Und trotzdem gibt mir das ein bisschen Gänsehaut, bin ich ehrlich. And finally, in the 4th picture, it has completely Ich vanished. bin nur unglaublich müde. Kann dieses Wesen wirklich ein Schattenwesen sein aus der toten Welt und will nun Besitz ergreifen einer lebendigen Hülle? Oder ist dies einfach durch Lichtreflexion ein normaler Schatten von dem Geisterteam? Echt unheimlich, oder? Was denkt ihr darüber? Kann dieser Schatten wirklich ein Toter aus Boah, dem Jenseits krass. sein, der vielleicht sogar den anderen schaden wollte und Find ich näher cool. und immer näher an diese Person heran will? Finde ich voll cool. Joa. Kann man sich mal geben. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Kommentare sind auch ziemlich positiv tatsächlich. Nice. Nice. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Ich mag die Star Wars Cover. Finde ich großartig.
Könnte ich ewig hören, ne? Real Talk. Fühle ich. Die Mucke fühle ich. Definitiv. Ja, Friends. Aber ich denke, das sollte es dann für heute gewesen sein. Ich glaube, das war's tatsächlich für heute. Ja. Würde ich tatsächlich mitgehen. Ich bin ziemlich kaputt. Wir sehen uns am, ich glaube, Mittwoch wieder. Und dann zocken wir Subnautica. Ich bin gespannt. Wir streamen das erste Mal Subnautica. Nachdem das jetzt von einem Videoprojekt zu einem Streamprojekt wurde. Ich bin sehr gespannt. Es wird wild. Und danach sehen wir uns am Samstag zu Splatoon 3, 6 Stunden lang. Das wird auch crazy. Aber ja, erstmal jetzt sehen wir uns am Mittwoch. 19 Uhr mit Subnautica. So, haben wir denn noch jemanden zu raiden? Kann man denn noch jemanden raiden? Kann man denn dann noch jemanden nehmen? Wie sieht's aus? Let's see. Ich glaube tatsächlich, ja, komm, ganz ehrlich, Sandra spielt gerade Splatoon 2. Wir raiden Sandra. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Es war ein großartiger Stream. Und lasst drüben ein bisschen Support noch da. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Haut hier rein. Und bis Mittwoch, 19 Uhr, Subnautica. Macht's gut. Ciao, ciao.